Ein Hallo und willkommen zur Wollinios Showbox. Es geht weiter mit Voice of Gods. So, wir schauen uns jetzt mal um. Hier sind ein paar Leute zum Reden gekommen. The woman appears to be lost. How do I get out of here? She asks with furrowed brows. I need to hit the Stela every single time I want to go home. What a pain, the frowning woman sighs. Lästige Frau. Da du die Bedingungen erfüllt hast, wird die Rückseite für Angehörige des Waldvolks hinzugefügt. The next Stela is, you hear someone murmuring. It sounds like a man, but you can't really be sure in these woods. Ja, das sieht wirklich sehr weiblich aus. So, was haben wir hier noch? Ich komme nicht aus dem Wald raus, sagt er. Was haben wir denn da hinten? Die Oberwelt betreten. Was haben wir denn da oben? Hier ist nix. Hier drüben. Ereignis. Wir gehen jetzt mal auf die Ursache, den You Ursprung. take a peek inside the grass and immediately find the owner of the voice. It's a harpy. Oh, It seems like the harpy hasn't yet noticed you. You pick up a rock and throw it at the monster's feet. Startled, the monster flaps its wings and flies away. You find some coins scattered about where it stood. das ist aber extremst viel. Und dann geht's hier im Wald noch weiter. Noch ein Steinmonument. You examine the stela. The message carved into the stela reads, "Play in tune with the forest." You hold the woodland flute you received from the good doctor in Threiston. Wir spielen natürlich die Flöte, hallo. Doot 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 doodly, doot 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 doot. You blow a handful of pleasant enough notes into the woodland flute. Bester Kommentar. You soon become aware of accompanying percussion, which reveals itself to be a series of impeccably timed footfalls racing toward you. A young woman appears before you. "That was absolutely dreadful," she whinges, her jaunty gait betraying her enjoyment. She calls herself Riddis and declares herself a woodlander, resident of the bewildering wood. Die sieht cool aus. By sheer coincidence, the flute on which you played those notes was one designed to call the woodland people to your side. Stunned by your good fortune, you ask Riddis to lead you eastward out of the forest. What luck! She agrees far more readily than you ever anticipated. But, she continues, extending her hand, you'll have to hand over the woodland flute first. That'll cost you 1,000 gold pieces, you say smugly. You never miss a chance to earn some coin, do you? Ja, das machen wir wirklich nicht. Ugh, it's always about money with you travelers, she snorts derisively. Her face contorts in disgust. She reaches into her cloak. Sie gibt uns wirklich Geld. Eine köstliche Frucht, okay. Hey, what about my money?
you stammer. Before you can finish your thought, Mars' tongue whips across your hand, snatching the fruit and sliding it into his gullet. Ridis gasps. How could you let him do that? Just one of those fruits sells for 10,000 gold pieces, she shouts. So you can pay me back for the fruit your little friend stole, or you can hand over that flute, she says, pressing her case. I think you've lost this one, Melanie says, snickering. You look down at Mar, who seems quite pleased with himself. I suppose I have, you sigh in resignation. You begrudgingly hand the woodland flute to Ridis. Ridis plucks the woodland flute out of your hands with glee and begins playing it as she skips away. Well, playing is a generous term. It sounds as though she may as well be murdering the poor thing. Ridis makes it clear that the fastest way out of the woods is through woodland, where she lives. It's that-a-way, Ridis says gleefully, pointing past the stela before you. So, da hinten ist das Walddorf, okay. Aber... Genau. Bevor wir hier weitergehen, weiß ich nicht, wann wir wieder zurückkommen. Ich habe nämlich extremst Lust, nochmal das Kartenspiel hier in dem einen Dorf zu machen. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder zurückkomme. Deswegen gehen wir nochmal nach, ich glaube, im nächsten war es. Das können wir ja mit einem Schwupps betreten. Das ist so geil mit der Schnellreise. Ah, ist nicht im nächsten. Okay. Wo ist denn die andere Stadt? Hier oben. Weil ich will wissen, was man bekommt, wenn man hier einmal so ein Spiel gewinnt. Wir spielen. Ich wähle jetzt Regeln aus. 1 bis 8. Es gibt verschiedene Regeln. Einfach. Bei diesen Regeln kämpfst du gegen einen Gegner. Beginne das Spiel oder wähle da Regeln aus. Wir können jederzeit Regeln ändern, das ist ja witzig. Wahrscheinlich im Spielverlauf, je weiter wir voranschreiten. Okay, ich werde das Spiel beginnen. Lege die Karten ab, bis der Blatt 1 beträgt. Ah, nervig. Und pass mal auf, der zieht jetzt eine 8. Ne, er zieht natürlich den... Und was wirfst du ab? Du wirfst wahrscheinlich das... Die 8 wirfst du ab, okay. Oh, das ist ja gut. Jetzt können wir 2. Wir können nur 1 bilden, aber wir nehmen die 8er. Natürlich nehmen wir die 8er. Das ist die Höchstpunktzahl. Oha, was hat denn der jetzt gezogen? Jetzt hat er einen 3er gezogen. Interessant. Das sind aber auch nur 6 Punkte.
Wir sind als nächstes dran. Oh. 21 Punkte. Das lassen wir uns nicht entgehen. Ass und 4 legt er ab. Machen wir das mal. Geht das jetzt eigentlich noch höher? Ich glaube nicht. Der macht sich ein Dreierpärchen mit 6 Punkten. Das sind 15 Punkte. Diese 15 Punkte machen wir gegen das hier aus. Ich glaube, egal was er jetzt macht, er kommt nicht an die Punktzahl, wo ich schon habe. ...52 Punkte ist zu mächtig. Aber wir müssen ein Kartendeck bilden, wirklich. Trotzdem haben wir noch genügend Punkte. So, da muss jetzt auch das Kartendeck bilden mit 3. Ah, das kann man aber fortschmeißen. Wir hatten da das fortgeschmissen hier oben, oder was? Macht sich jetzt noch 12 Punkte. Aber selbst mit den 12 Punkten kommt er nicht nah genug an mich dran. Ah, ich hätte nur darauf klicken sollen. Okay, das Spiel ist beendet. Der Sieg stand nie im Zweifel. Good job. The boy praises you, proffering a gift in commemoration of your first win. Jetzt haben wir Marmorwürfel erhalten. Können wir in der Option ändern. Und dann haben wir jetzt noch ein weiteres Spiel. Skill aktiv. Mit Skills. Karten, die Skills haben. Du kannst jetzt im Titelmenü die Spielhalle wählen. Im Titelmenü.
Okay, im Titelmenü, das ist quasi im Hauptmenü, nehme ich an. Und dann können wir vom Hauptmenü aus das Kartenspiel weiterverfolgen, wenn wir das möchten. Wie kann man denn das ändern? Nicht bei den Daten, ne? Bei den Items auch nicht. Formation. Ausrüstung kann man das auch nicht machen. Gruppe kann man das auch nicht machen. Das müssen wir wahrscheinlich dann im Hauptmenü festlegen. Hier kann ich nichts ändern. Okay, alles klar. Wunderbar. Das wollte ich nämlich nur mal schnell schauen, was es hier noch gab. Jetzt können wir aber gleich wieder in den Wald. Wo war der? Hier oben doch. Soweit ich weiß. Hier, ihr Wald. Ja, das Steinmonument. Ein Feind greift an. Dass wir das auch noch in die Folge reinbekommen. And fight. And fight. Bitte. Sieben Schaden. Not bad. EP. Wieder ein bisschen EP gesammelt. Ah, die Kämpfe sind einfach viel zu flüssig in dem Spiel. Das ist so schön. Das Walddorf. Welcome to Woodland, Ritter says, gesturing out over the village. Now, if you'll excuse me, I'm quite busy for the rest of the day. So you'll have to wait till tomorrow to leave the forest, she says, and makes her way home. Wir nach dem Gasthaus. Wir können uns noch ein bisschen im Dorf umsehen, das machen wir auch. Welcome to the forest oasis, the man greets you warmly. Dann haben wir hier einen Kutscher. You happen upon a man greedily guzzling well water. Could it truly be that much better than ordinary water? Ihr seid der alte Mann. In den Brunnen können wir leider nicht rein. Was können wir denn in der Apotheke kaufen? Wie viel Geld haben wir dann? 1500 Hit. Beim Ziel den Angriff und Abwehrzustand auf. Wenn wir hier von mal 2 kaufen. Geht beim Ziel den Resistenz nach unten Zustand auf. Kaufen wir mal 2. Geht Paralysezustand auf. Perfekt, mehr brauchen wir nicht. Kann ich bei dir den Kyros verkaufen?
kann ich. Für 50. Schlichte Kyras. Schauen wir mal ganz kurz unsere Items an. Okay, wunderbar. Das war's hier. Hier haben wir auch eine Spielhalle. Itemladen. Schauen wir mal in den Waffenladen rein. Was der so verkauft. Das Schwert, das haben wir schon. Kampfklauen macht seinen Angriff einfach auf 17. Sollten wir uns was kaufen. Stahlkyras. Das ist Waldvolk. Komm, das kostet nur 400. Und seine Klauen werden dadurch... Sein Angriff jetzt dadurch so stark. Mehr kaufen wir aber nicht. This shortcut is reserved for use by woodland citizens only. The guard barks, clearly unwilling to let you pass. Okay. Apparently she's heard rumors of the dragon destroying another town somewhere. Our village would burn down so easily, she mutters, perhaps a bit more afraid of the symptom than the cause. You learn that Ridis's family is mired in debt and living hand to mouth. And I know how they got in so much trouble, the rumor mongerer says deliciously. We are not in the business of meddling in the personal affairs of others, Melanie says curtly, cutting her off. So, da ist eine offene Tür. Ridis pores over a book while practicing on the woodland flute. She remains dreadful at it. The instant you begin speaking, she nearly leaps out of her skin and hides the book. She somehow hadn't noticed you. I thought you were the debt collectors. You can't sneak up on me like that, she stammers, struggling to regain her composure. Wer ist das denn? Die Mutter? Wow. You take note of a woman who appears quite ill. As it turns out, she is none other than Ridis's mother. Die Kleidung ist extremst eng und kurz. She is in no small amount of pain. Will you give her something to ease her suffering? The item you've proffered has no effect on her illness. But I appreciate the thought all the same, she says with a smile. Ridis's mother hands you mysterious card 3 as a token of her gratitude. Ich habe gedacht, ich verbessere mal ihren ihr Abwehrsystem. Aber das hat auch gereicht. She begins speaking of Ridis, who has been preparing the medicine that helps her get through the day. She blames her illness, and therefore herself, for making Ridis's life so difficult. The more she talks, the more her face drops. So, dann wollen wir mal eine Nacht schlafen. Gasthaus. Been a while since we've had any outsiders, the innkeeper says, beckoning the party inside. It turns out this inn is simply a place where the poor, lost souls trapped in the bewildering wood may recover. You may stay as long as you like, free of charge.
Die Gasthäuser sind alle frei. The wooden dining table practically groans under the weight of the platters upon it, all brimming with meats and vegetables from the bewildering wood. I've certainly earned this, you say to yourself, as you slide into your seat at the table, positively drooling over the feast before you. Melanie takes no note of your boorish behavior, uttering a small prayer of thanksgiving before reaching for a plate of vegetables. Mar sits, eyes fixed on the food upon the table, statuesque in his stillness. What a good boy. Was ein Vielfraß. Mar clears the entire table in a matter of seconds, even emptying the water barrel in a single gulp. He lets out a self-satisfied burp that sends a small jet of just drank water arcing out onto the floor. The sun sinks low, and the day draws to a close. A scream pierces the silence. Fire! You leap out of bed, adrenaline coursing through your veins. The others follow suit, and before long you've burst through the front door and into the street. Riddis's house is ablaze, a nearby villager screams. Oh mein Gott. Das Haus brennt. Das ist aber nicht gut. Eieiei. Ich hoffe, der Mutter geht's gut. Puh. Lassen wir das Haus mal die Folge brennen. Wir schauen mal in der nächsten Folge rein, was da alles abgeht. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao und habt eine gute Zeit.